Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom T1 Bus Projekt. Herzlich willkommen zu allen neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier auf dem Kanal und bleibt dabei. Und vielen Dank auch noch für die netten Kommentare aus den letzten Videos von allen. In dieser Folge geht es darum, dass ich die Unterkante der A-Säule einschweißen möchte. Da hatte ich ja beim letzten Mal alles für vorbereitet. Jetzt muss ich dazu noch das Ding erstmal entlacken mit der Schutzlack, der hier original drauf ist. Der blättert auch schon überall ab und der ist auch nicht wirklich widerstandsfähig. Das werde ich erstmal alles Rostschutz versiegeln danach, auch innen noch den Pfosten. Und dann soll der hier eingebaut werden. Den werde ich dann einschweißen. Und wenn danach noch Zeit ist, dann werde ich schauen, dass ich mich unten um die Unterkante des Frontblechs kümmere. Die kommt ja genau unten über die Ecke des Pfostens und einmal rüber zur anderen Seite. Da muss ich mal schauen, ob das noch klappt. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an und wir sehen uns später nochmal. So, das sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt aber hier noch so ein paar Stellen, wo ich nicht so gut rankomme, wo die Punktschweißungen sind. Da werde ich noch mal kurz mit einem Glasperlstrahler rüber gehen und dann werde ich den ganzen Spaß versiegeln und dann geht's los als Anschweißen. Gut, jetzt habe ich das soweit entlackt. Jetzt zeichne ich mir an, welche Stellen schweißbar bleiben müssen und welche Stellen komplett versiegelt werden können. Und dann werden wir das jetzt erstmal entfetten und dann werden wir das erstmal Rostschutz versiegeln. So, ich habe jetzt erstmal alles freigeschliffen, hier Rostbehandlung im Pfosten und überall. Jetzt muss ich das Teil anpassen, um es da einzuschweißen. Und dafür habe ich mir hier mal eine Schablone gebaut, und zwar die alte Tür. Die hatte ja so weit reingepasst, aber die war ja vom Blech her war die ja komplett hin. Und da habe ich mir jetzt einfach mal hier das Teil abgesägt, werde das jetzt hier einschrauben, um nochmal genau zu testen, dass das mit der Höhe stimmt. Ich habe das nochmal kontrolliert an der neuen Tür, ob der Abstand genau der gleiche ist. Ich habe die übereinander gelegt, ich habe die Löcher nochmal nachgemessen. Also das Teil passt wirklich genau wie die alte Tür oder die neue Tür. Und das schraube ich jetzt hier ein, werde den vermitteln, dass das überall passt, werde das festklemmen mit Gripzangen und dann geht es los ans Einschweißen. Mal gucken, wie das so wird. So, nachdem ich jetzt hier über eine halbe Stunde rumprobiert habe, habe ich festgestellt, dass dieses eigentlich gut passende Ersatzteil doch nicht passt. Und zwar zeige ich euch mal, was da los ist. Und zwar ist hier sind die Scharnierbefestigungsschrauben. Dahinter ist eine bewegliche Platte. Ich habe hier das von dem rausgesägten Teil mal. Also hinten ist diese Platte drin hier, die sich hier drin bewegt. Und dieses Teil ist hier hinten beweglich eingehangen. Ich drehe es mal richtig rum, so, damit es eben nicht runterfallen kann. Und dann bewegt sich hier, dass man das so vermitteln kann, dass es passt und man auch die Tür ein bisschen in den langen Löchern ausrichten kann. Anscheinend ist da drin entweder diese Platte verbogen oder die Halterung. Da ist hier so ein Flügel aufgeschweißt. Oder die Halterung ist so schief drin, dass es nicht funktioniert. Wenn ich auf einer Seite das Loch also eine Schraube reinschraube ins Loch, ist auf der anderen Seite die Platte ganz weit hinten.
Wenn ich die rausschreibe und es hier reinmache, ist es genau umgekehrt. Also irgendwas, entweder ist es falsch gelagert oder die Platte ist wirklich verbogen. Jetzt bleibt mir nur eine Möglichkeit. Das Teil umzutauschen ist jetzt Schwachsinn, bis das hier ist und das alles gemacht ist. Und ich habe keine Ahnung, was der Shop dazu sagt. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich bohre jetzt hier die Schweißpunkte auf, klappe das Teil auf, gucke mir das an. Und wenn das jetzt die Platte verbogen ist, dann entscheide ich, ob die da drin bleibt oder eine andere reinkommt, ob ich die gerade kriege. Oder wenn es nur die Halterung ist, dann biege ich es wieder zurecht. Aber auf jeden Fall ist das eine richtig schöne... Also das Ding hatte ja eigentlich einen recht, ich sag mal, qualitativ guten Eindruck gemacht. Was ich schon gesehen hatte, war, dass hier auf der Seite die innere Platte nicht ganz bündig war. Wenn man sich das jetzt aber von innen anguckt, ist das totaler Schrott. Das Ding ist hier schief aufgeschweißt, aber so richtig schief. Und dazu kommt eben, dass das hier gar keine Platte ist, wie bei dem Original, sondern hier haben sie einfach Muttern auf ein Stück aufgeschweißt, haben dann hier die Lasche und haben da einfach so einen dünnen Verbindungssteg gemacht. Und beim Schweißen hat sich das Ding natürlich verbogen und dadurch lässt sich das jetzt nicht festschrauben. Also das ist absoluter Schrott. Das Ding hat 150 € gekostet. Es gibt höherwertige, habe ich gesehen, die kosten 300. Aber es war nichts verfügbar. Es war das Einzige, was verfügbar war. Und dieses Nachbauen mit diesen Stellen hier war jetzt ein bisschen... Fand ich jetzt ein bisschen aufwendig. Dachte ich, da sind 150 € gut investiert, aber das ist echt ein Schrottteil. Also ich werde jetzt mal gucken, ob ich das Ding da aufsäge und eine richtige Platte einsetze oder ob ich es nur zurückbiege. Aber ich glaube, das wird jetzt die Platte. Dann werde ich die Dinger hier gerade biegen und dann kommt da das Teil wieder außen rauf. Also das ist absoluter Billigscheiß. So, nachdem ich jetzt mich ein bisschen beruhigt habe und nicht mehr ganz so doll Ärger. Es gibt nun keine bessere Qualität von den Teilen. Ich habe hier aber noch einen unteren Teil von einem Pfosten, der wirklich gut gearbeitet ist und hier auch wirklich gut passen sollte. Ich habe den schon mal reingehalten. Bei diesem Teil werde ich die Rückwand hier vorsichtig aufbohren, die beiden Teile rausschleifen hier, wo der... unten hier diese Verstärkung eingeschweißt ist, die ja bei dem Teil hier gar nicht verschweißt ist. Das ist ja hier bloß vorne dran und hier ist das ja alles nur drin gewesen, so ohne Punkte. Dann werde ich dieses Teil hier einschweißen bis hier. Werde von dem Teil die Oberkante hier abtrennen, hier runter und hier lang. Werde das hier absetzen, um es dann hier hinter zu stecken und Punkt zu verschweißen. Dann muss ich bloß noch die Kante zumachen. Und als einzige Schwierigkeit wird dann hier diese Stelle, weil ich hier dieses Blechteil hier mit der Biegung behalten möchte, weil es dann wieder wie im Original ist. Das wird jetzt eine ganze Fummelei, aber ist eben so. So, jetzt habe ich das erstmal auseinander und hier sieht man auch, ja, so soll das aussehen. Hier hinten die Scharnierplatte, richtig alles gerade, alles, die Verstärkung hier richtig anständig angeschweißt. Jetzt kommt diese Hälfte auf dieses Teil rauf. Jetzt schneide ich hier oben die Spitze ab und setze die Spitze hier rauf. Wie gesagt, ich werde das hier unten werde ich das absetzen, dann werde ich es hier reinstecken, werde es hier verschweißen und dann kommt es ja hier auf diese Seiten mit drauf. Da der Winkel von dieser Ecke, die hier oben rankommt, recht suboptimal war, das sah aus wie übers Knie gebogen, habe ich mir jetzt hier einfach von dem
andere Teil von der Rückseite von dem habe ich mir jetzt hier eins gebogen, was besser aussieht. Und das kommt jetzt hier, das habe ich abgesetzt, das kommt jetzt hier hinter. Und dann passt es hier oben auch wunderbar genau mit allen Winkeln richtig rauf und dann sollte das nachher anständig aussehen. Hier so habe ich das gemacht, das wird jetzt hier zusammengepunktet mit dem Punktschweißgerät. Dann kommt das Teil hier oben rein, wird hier unten festgeschweißt und dann wird die Kante verschweißt. Und dann kann es mit der Rückseite hier auf dieses Teil draufgesetzt werden. Damit bin ich soweit zufrieden jetzt. Der Spalt hier, der wird am Ende dann verzinnt, dass es hier sozusagen eine Ebene gibt, weil Spachteln ist bei der Säule wohl recht schlecht, denke ich mal. Dann werde ich hier jetzt das verschweißen, hier rüber, die Kante und dann hier drüben nochmal anpassen und dann da auch verschweißen. So, jetzt habe ich das hier alles schön verschweißt, rundherum. Und jetzt kommt das hier auf die andere Hälfte wieder rauf. Das wird jetzt hier punktverschweißt und dann, da wo ich zumindest rankomme, also hier rundherum, hier unten muss ich dann noch Löcher bohren zum Schweißen, weil es wird zu eng. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ding da reinbekommen. Vorher, bevor ich es verschweiße, werde ich jetzt hier ist es ja auch gestrahlt jetzt, werde ich das jetzt hier innen nochmal alles Rostschutz versiegeln, bis auf die Kanten, die geschweißt werden. Da kommt Schweißprimer rauf und dann kann es losgehen. Jetzt werde ich als erstes die Lasche mit den 2 Löchern verschweißen. Dann werde ich gucken, dass ich hier die obere Kante schon mal in der Mitte verschweiße. Und dann geht es hier drüben weiter. Dann werde ich die Seite verschweißen. Dahinter passt es nicht hundertprozentig, da werde ich es dann noch ein bisschen dengeln müssen. Aber ansonsten bin ich damit ganz zufrieden. Mit den Scharnieren passt es jetzt hier wirklich perfekt rein mit dem Türstück. Unten passt es soweit auch. Dann werden wir da mal loslegen. Ich glaube, schweißen habt ihr mich jetzt oft genug gesehen. Da werde ich jetzt erstmal das Video zu Ende schneiden, damit ich das morgen veröffentlichen kann. Werde dann den Spaß morgen übermorgen zu Ende schweißen und euch im nächsten Video dann das fertige Ergebnis zeigen. Das war jetzt ja doch ein bisschen was anderes, als es geplant war. Ich bin aber mit dem Ergebnis wirklich zufrieden und denke, das ist jetzt die beste Lösung, die es gab. Es gab kein Ersatzteil, was ich hätte kaufen können und bin mit dem, wie es geworden ist, wirklich sehr zufrieden. Es passt jetzt auch eigentlich ganz gut rein. Oben mit der Säule ist es hier ein bisschen tricky, aber das liegt daran, weil die Säule ja auch ein paar Beulen hatte von dem Unfall. Das werde ich aber nach und nach rausziehen beim Schweißen und dann sollte das eigentlich klappen. Dann wird es vielleicht beim nächsten Video dann doch was mit der Unterkante. Schauen wir mal, wie es so wird. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.